Hi zusammen, ich bin's, der Flo von Bike24 und wir sind heute bei unserem TechCheck Trailrunning. Zu Gast haben wir unter anderem der René Klausnitzer in Person, TechRap von On. Und ja, der René wird uns heute mal erklären, was das Besondere an dem Design von On ist, an der Technologie. René, steigt da einfach mal ein. Ja. Letztendlich, worum ging es bei On? Alles fing damit an, dass jemand Achillessehnenprobleme hatte und eigentlich ein neues Dämpfungssystem erfunden werden sollte, okay. Was quasi damit anfing, dass der Oliver Bernard, einer unserer Gründer, Väter quasi, mit dem Caspar Coppetti, seinem Manager, und dem David Eilman sich zusammengesetzt haben und quasi genau dieses System entwickelt haben, dass sie halt quasi Gartenschläuche auseinandergeschnitten haben und unter einen Schuh geklebt haben. Die Grundidee da war, einfach auf das System anzuspielen. Wenn man im Sand läuft, hat man keine Probleme. Okay, und das ist quasi so die Urform der Cloud-Technologie. Die Urform der Cloud-Technologie. Gibt es noch ein schönes Bild, wo genau auf dem Holzbrett quasi diese Gartenschläuche aufgeschnitten drunter geklebt wurden. Und das sollte quasi auch so ein bisschen auch an andere Firmen eigentlich verkauft werden. Sollte an sich nur ein neues Dämpfungssystem sein, kein Schuh. Ja, und damit kam das letzten Endes. Und das sieht man immer noch an unserem Cloud Surfer, der jetzt nach 9 Jahren das 3. Update bekommen hat und ja, wirklich der Urschuh ist. Und man sieht es halt immer noch sehr schön, dass halt quasi diese aufgeschnittenen Gartenschläuche hat, die halt nicht nur die Dämpfung nach unten halt mitnehmen, sondern auch horizontal und vertikal halt mitgehen. Ja. Das Grundprinzip dahinter ist einfach vom Hinsetzen her, weiche Landung ist immer das Grundprinzip, was wir natürlich verkörpern wollen, weich landen. Quasi wenn du dich hinsetzt, setzt du dich in ein Sofa, wenn du aufstehst, stehst du von der Bank auf. Weich hinsetzen, hart abstoßen. Genau, das ist das Grundprinzip und wir haben halt das Gute, dass wir halt dynamisch in eine Bewegung reingehen. Das heißt, wenn wir auftreten, gehen die Clouds mit der Bewegung mit. Sie werden geschlossen. Unser Dämpfungssystem ist damit super leicht, da es einfach aus Luft besteht. Wenn die Clouds geschlossen sind, hast du natürlich beim Abdruck dann den Vorteil, dass hier du die komplette Kraftübertragung wirklich auf die Straße bringst, ohne dass du halt in ein Gelpad oder sonst was dann natürlich deine Kraft erstmal verpulverisierst. Genau, und damit ist dieses ganze System entstanden. Die Schuhe sind minimalistisch aufgebaut, von der Sprengung liegen wir immer zwischen 6 und 7 mm, also schon sehr natürlich und auch insgesamt etwas flexibler im Vergleich zu Konkurrenzprodukten. Wir haben im Fersenbereich auch immer die Ansatzkräfte halt weggenommen, sodass halt einfach wir den Aufsatzpunkt mehr unter die Ferse bis Mittelfuß bringen, um natürlich auch das natürliche Laufgefühl mit zu vermitteln. Okay. Genau. Du hast jetzt hier den Cloud Surfer mitgebracht, meinst du? Das ist eher ein Modell für die Straße? Genau, Cloud Surfer ist unser Straßenmodell, wie gesagt das Urmodell, auf dem basiert quasi alles, was On gemacht hat. Und habt ihr da auch noch für andere Einsatzbereiche? Auf alle Fälle. Was zu bieten? Wir haben ganz klassisch unser All-Time-Favorite, das ist quasi der Cloud, ebenfalls eher der Lifestyle-Schuh oder verkauft als Lifestyle-Schuh, wird aber trotzdem immer als Laufschuh getragen. Alle Schuhe, die wir bauen, sind Laufschuhe. Und dazu natürlich weiterzugehen. Wir sind ja heute bei einem Trailrunning-Event. Richtig, und auch dafür haben wir was mitgebracht. Unseren Cloud Venture. Auch hier wieder, man sieht es, die Clouds sind immer wieder mit dabei. Hier natürlich etwas stabiler im Vergleich dann zu dem Surfer. Wir haben unten wieder dieses Speedboard verbaut, was natürlich einfach diese Springkraft wieder mitbringt und halt natürlich dann auch wirklich fürs Trailrunning mit einer etwas aggressiveren Sohle, dass man auch bei schlammigen Untergründen ja einfach super unterwegs ist. CloudTech Außensohle auch da wieder drauf, langlebig, abriebfest, alles was man braucht, um im Wald laufen gehen zu können. Sind das alles Neutralschuhe eigentlich? Oder? Ja, gute Frage. Neutralschuhe oder Stabilitätsschuhe. Worum es bei uns geht, ist immer das Thema, was On letzten Endes sagt. Also erstens, das Logo haben wir hier, man kennt es vom Autoradio, da ist dieser schöne Zeiger drauf, wenn du da drauf drückst, ist es an. Wenn du einen On-Schuh anziehst, hast du einen Schuh an, du bist aktiv, du bist on. Du sprichst deine Muskulatur an, deine Muskulatur muss arbeiten, genau das wollen wir verkörpern, deshalb bauen wir keine direkte Stütze ein, denn wir wollen, dass unsere Füße, unsere Muskulatur das ausgleicht, was sonst mechanische Stützen machen. Die On-Schuhe, haben die jetzt eine spezielle Passform, sag mal eher breite, eher schmale Fuß, wie ist das bei euch? Also unsere Schuhe sind alle auf demselben Leisten aufgebaut. Man sollte alle Schuhe anprobieren, egal ob das ein Flow ist, ein Surfer oder ein Swift. Gefühlt
ist der Schuh immer unterschiedlich von der Breite, aber die Leisten sind immer dieselben. Das Obermaterial wird das natürlich jedem Läufer dann natürlich auch so anpassen, dass es auch da eigentlich jedem passt. Ich habe einen sehr breiten Fuß und komme da immer trotzdem sehr gut zurecht, ohne dass ich Probleme habe. Aber auch ein guter Freund von mir hat einen sehr schmalen Fuß und kommt damit ebenfalls zurecht. Also sozusagen passt On jedem. Was man natürlich dazu sagen muss, On, was bei uns markant ist, an jedem rechten Schuh befindet sich die Schweizer Flagge. Was genau dafür steht, dass es ja, Swiss Engineering ist. Qualitätsprodukt. Qualitätsprodukt, genau. Und von daher ist es auch bei Schweizern sehr beliebt, denn in der Schweiz ist diese Flagge nicht dran. Echt? Ja. Das ist immer nur alles, was außerhalb der Schweiz verkauft ist, ist diese Schweizer Flagge dann mit dran. René, ich fand es mega interessant. Vielen Dank für das kurze Gespräch über On. Ich fand es sehr aufschlussreich. Ich hoffe, euch ging es genauso. Wenn ihr noch eine Frage habt, kommentiert einfach. Ansonsten ziehen wir die Schuhe jetzt noch selber an, testen eine Runde und wir sehen uns beim nächsten Tech Talk. Macht's gut!